ich dann am Ende dann auch die Zusage für meine Festanstellung dann bekommen hatte, war das Career Center dann noch mit einer der ersten Personen, die dann tatsächlich über die Zusage Bescheid wussten. Heute dreht sich alles um das Masterstudium an der WHU und dazu haben wir gleich zwei Gäste eingeladen. Jackie auf der einen Seite macht aktuell ihren Master in International Business im Double Degree Program an der Católica Lisbon, während Sam auf der anderen Seite damals mit mir gemeinsam den Master in Management gemacht hat. Die WHU-Masterprogramme landen regelmäßig auf den besten Plätzen. Aber wie kann man sich so ein Studium eigentlich vorstellen? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Und wie kann man sich das Ganze eigentlich überhaupt finanzieren? Das und noch mehr heute im Video. Jackie, Sam, cool, dass ihr dabei seid. Wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen, ich bin Sam, ich bin gebürtig aus Berlin und bin hier auch groß geworden. Hatte meinen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Berlin gemacht, bevor ich dann meinen Master gemeinsam mit dir, Michael, an der WHU absolviert hatte. Dann inzwischen hatte ich noch ein Auslandssemester in Toronto für ein paar Monate, bevor ich dann jetzt festangestellt angefangen hatte bei einer Unternehmensberatung. Und ja, freue mich sehr, heute hier zu sein. Hallo, ich bin Jackie, 23 Jahre alt. Ich komme aus China und bin in Shanghai zur Schule gegangen und dort 4 Jahre Uni besucht. Vor WHU habe ich meinen Bachelor in Germanistik gemacht und daher mich dann entschieden, nach Deutschland umzuziehen, um meine fachliche Kompetenzen zu erweitern und aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich bin seit 3 Monaten im Auslandsstudium in Lissabon und mache dieses Jahr meinen Masterabschluss mit Double Degree. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und probiere ich gerne neue Rezepte in der Küche aus. Wenn ihr nach dem Interview noch weitere Fragen zu mir oder zu der Uni habt, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Was genau hat euch eigentlich dazu bewegt, den Master an der WHU zu machen? Und wie habt ihr speziell eure Masterprogramme, die sich ja auch durchaus unterscheiden, eigentlich gewählt? Da meine Bachelor-Uni eine chinesische staatliche Uni ist, wollte ich ein anderes Studienerlebnis machen. Ich habe mich vor der Entscheidung auch über den YouTube-Kanal informiert, ob ich zu der Uni Mannheim oder WHU gehen soll. Das ist aber meiner Meinung nach besonders sinnvoll für BWLer, einen Studiengang zu wählen, der praxisnah ist und die Studierenden dazu befähigt, die relevantesten Fragen der heutigen Welt zu lösen. Dafür ist die WHU Nummer 1 laut der Financial Times Ranking in Deutschland. Was mir auch gefällt, ist, dass die Uni sehr klein und familiär ist. Man lernt die Kollegen besser kennen, weil man sich jeden Tag miteinander trifft. Und die Lerndynamik zwischen Studierenden und Professoren sind viel interaktiver als an der staatlichen Uni, weil bei uns meistens nur 20 Leute in einem Vorlesungsraum sitzen. Da hat man dann viel Gruppencases bekommen und auch Präsentationsmöglichkeiten, wo jeder auf die Bühne kommen darf. Mein Studiengang ist International Business. Das ist perfekt für Leute, die vorhin keine Business-Hintergrund haben, so wie ich. Normalerweise braucht man schon einen Bachelor in der BWL, um für MIM oder MIF zu bewerben. Für das Master in Entrepreneurship braucht es auch einen akademischen Hintergrund in Business oder MINT-Themen. Das ist leider ein Schritt zu weit für mich. Aber ich bin sehr happy mit MINT. Nach 2 Semestern haben wir schon mit Tiefe mit alle BWL-Themen kennengelernt. Und man darf auch verschiedene Kurse aus anderen Studiengängen auswählen. Für mich zum Beispiel war Valuation und aus Finance und Webmining aus MIM besonders interessant. Das Double Degree war von Anfang an nicht geplant. Die Gelegenheit hat sich ergeben, als wir nach einem Semester dann Semester Abroad auswählen müssen. In Double Degree studiert man immer noch 4 Semester, aber anstatt 1 Semester im Ausland dann 2. Ich glaube, bei mir war das relativ ähnlich wie bei Jackie. Also ich hatte meinen Bachelor quasi an einer staatlichen Universität gemacht. Das hat mir extrem gut gefallen und ich war auch sehr dankbar für die Erfahrung, wollte aber ganz gerne dann im Master nochmal was anderes machen und der Reiz einer Business School war definitiv da für mich. Ich kannte ehrlich gesagt während meines Bachelors bzw. während meines Abiturs die WHU gar nicht. Bin erst am Ende meines Bachelors darauf wirklich aufmerksam geworden und nachdem ich mich da ein bisschen mehr eingelesen hatte, war das für mich eigentlich ganz, ganz klar, dass ich das gerne machen möchte. Speziell an der WHU hatte mich zum Beispiel sehr gereizt, dass so generell halt so ein gewisser Spirit einfach da war, also so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Fußballclub eher, so quasi halt alle, die an der WHU studieren, einen gewissen Zusammenhalt haben, man unterstützt sich da gegenseitig und das war
Gefühl, was ich eigentlich an der Uni halt auch sehr vermisst hatte, zumindest im Bachelor. Genau, und das war dann für mich dann eine relativ leichte Entscheidung. Genau, und was den Studiengang angeht, es gab ja den Master in Management, Master in Finance und Entrepreneurship und International Business. Für mich persönlich war aufgrund meines Hintergrunds in Wirtschaftsingenieurwesen schon klar, dass ich gerne den Master in Management machen möchte. Das ist ein Programm, was sehr vielfältig war. Ich wusste, dass ich da meinen Schwerpunkt so legen kann, dass das dann auch mit meinem Bachelor dann vereinbar ist. Und ich hatte persönlich auch das Gefühl, dass das flexibelste Programm für mich persönlich dann war. Wie genau kann man sich das Studium an der WHU denn vorstellen? Also, welche Fächer werden unterrichtet, wie wird gelehrt und wie ist das Ganze aufgebaut? Ja, das Studium an der WHU ist schon sehr flexibel aufgebaut, würde ich sagen. Es sind ja insgesamt 120 ECTS und waren quasi dann auf insgesamt 4 Semester dann aufgeteilt. Den Großteil des Studiums, also direkt am Anfang, waren die theoretischen akademischen Kurse, waren eingeteilt in 4 Quarter, von September bis, ich glaube, bis April war das. Und das war sehr flexibel, weil wir aus bestimmten Bereichen Module belegen mussten, also aus Finance and Accounting, aus Strategy und Innovation. Und da hat man sich dann quasi so seine Schwerpunkte dann gesetzt. Was ich persönlich sehr gut fand, war, dass die Klausurtermine dann aufeinander entsprechend abgestimmt waren, dass man ausreichend Zeit hatte, um sich wirklich auf alles vorzubereiten. Und so hatte man dann keine Verzögerung, was so den Studienverlauf anging. Das Auslandssemester war dann auch sehr fest getaktet von der Zeit her, also dass man sich mit ausreichend Vorlauf dann das Auslandssemester erstmal ausgesucht hat. Und dann war jeder aus unserem Master dann noch zeitgleich dann im Auslandssemester. Es gab nach dem Auslandssemester dann tatsächlich die Möglichkeit, anstelle der Masterarbeit dann sozusagen direkt im Anschluss auch nochmal ein Praktikum dazwischen zu schieben. Die Option hatte ich persönlich dann noch wahrgenommen, weil ich ganz gerne nochmal vor dem festen Berufseinstieg ganz gerne nochmal für mich herausfinden wollte, welcher berufliche Werdegang dann für mich dann doch nochmal der richtige ist. Und so hatte ich die Möglichkeit, dann nochmal im Januar ein Praktikum zu absolvieren, bevor ich mich dann entschieden hatte, dann im März, April dann die Masterarbeit dann vollständig dann auch zu schreiben. Genau, für diese Flexibilität war ich dann auch sehr dankbar. Ich hatte das Gefühl, dass man da von der WHU dann noch gut durchgeführt wurde durch das gesamte Studium und dass da alles so aufeinander abgestimmt war. Also selbst die Entscheidung, für welchen Lehrstuhl man sich dann entscheidet für die Masterarbeit, war aufeinander abgestimmt. Es gab eine feste Wahl sozusagen, wann man sich für eine Masterarbeit dann entscheidet. Und dann war das quasi in trockenen Tüchern und hat da wie auf verschiedenen Bausteinen dann quasi dann genau, seine entsprechenden Bereiche dann gewählt. Ich glaube generell, was die Module an der WHU angeht, ich würde sagen, ist das relativ ähnlich in der Regel immer aufgebaut, dass man einen gewissen theoretischen Teil hat. Das können entweder dann durch die Bearbeitung von Cases sein, reine Vorlesungen, also einen theoretischen Hintergrund. Aber es gibt bei ausnahmslos allen Modulen immer auch einen praktischen Teil, in dem man selber dann nochmal was erarbeitet. Es gibt selten Module bei uns, in denen wirklich dann nur eine Prüfung geschrieben wird und das war's. Sondern es wird im Semester selbst dann auch nochmal etwas erarbeitet, was ich persönlich sehr gut fand, weil man dadurch dann das Gelernte dann noch direkt anwenden konnte. Dadurch, dass die Kurse von den Teilnehmerzahlen deutlich kleiner sind als jetzt beispielsweise an der staatlichen Uni, ist die Betreuung wesentlich persönlicher und auch für mich persönlich besser. Es ist so, dass die Professoren einen tatsächlich dann auch wirklich mit dem gesamten Namen dann auch kennen. Die können sich dann an unsere Fragen erinnern und Problemchen, die wir da vielleicht dann auch nochmal hatten. Man hat ausreichend Zeit, auch nach dem Unterricht dann auch nochmal Fragen zu stellen oder dann nochmal bestimmte Punkte zu diskutieren. Und gerade bei den praktischen Teilen, also wenn man Case erarbeitet, wenn man eine Präsentation gestaltet oder selber was berechnen muss, da hatte ich schon das Gefühl, dass wir da auch sehr aktuelle Themen dann auch immer behandelt haben. Aktuelle Firmen, die da im Fokus stehen, aktuelle Probleme, die in der Wirtschaftswelt beispielsweise auftauchen. Und so hatte man schon das Gefühl, dass man da gerade irgendwie so am Kern der Zeit gerade arbeitet. Die Gestaltung ist ja ähnlich bei uns, nur haben wir in WIP mehrere Pflichtkursen, um eine gute Wissensgrundlage im Business zu schaffen. Darüber hinaus sind unsere Fächer thematisch breiter aufgestellt und meistens mit internationaler Orientierung. Ich spezialisiere mich jetzt auf Finance in meinem 2. Jahr an der Uni Católica Lisbon. Hier ist die Programmgestaltung dann sehr ähnlich zu MIF. Als Schwerpunkte haben wir sowohl Corporate Finance als auch Financial Markets. Die Module, die ich schon hatte, werden dann direkt von der Uni Católica anerkannt, damit ich nichts wiederholen muss. Wenn man sich an einem Double Degree interessiert ist,
kann man nach einem Semester bei der WHU bewerben, aber man muss auf einige Voraussetzungen achten, zum Beispiel Mindestarbeitserfahrungen bei MBA-Bewerbungen und GMAT und Sprachkenntnissen generell. Neben der Lehre ist für viele natürlich auch interessant, wie denn das Studienleben allgemein beschrieben werden kann. Daher die Frage an euch: Wie habt ihr die WHU-Community, den Standort und den Campus an sich eigentlich in Erinnerung? Ich persönlich würde sogar sagen, dass das Studienleben vor Ort an der WHU in Fallen da für mich persönlich die positivste Überraschung war. Ich hatte als Berliner vorweg halt keine richtige Vorstellung, wie das Leben in Fallen da sein könnte mit 8.000 Einwohnern. Aber ganz ehrlich, ich war da echt positiv überrascht. Also das Studienleben, was man dort hat, ist wirklich sehr aktiv. Dadurch, dass Fallen da so ein kleines Dörfchen ist und alle Studenten an der WHU dann auch in Fallen da leben, führt das eigentlich dazu, dass man für keinen Weg länger als 10 Minuten zu Fuß braucht. Und das führt natürlich dazu, dass man häufiger seine Freunde und Kommilitonen trifft, also nicht nur aus dem Master, sondern natürlich auch aus dem Bachelor. Selbst ein Gang zum Supermarkt bedeutet, dass man da immer auf dem Weg jemanden treffen wird und dadurch ist das soziale Leben natürlich deutlich spannender. Ich persönlich habe es extrem gemocht, weil es mir die Möglichkeit gab, mich häufiger und auch spontaner mit Freunden und Kommilitonen zu treffen. Es ist so, dass wirklich alle Leute dann vor Ort leben und man fühlt sich so ein bisschen fast schon wie in einem Internat, in dem Sinne, dass wirklich jeder dann auch auf dem Campus dann bleibt. Natürlich ist man für Semesterferien dann nicht direkt vor Ort, sondern man ist dann vielleicht lieber in der Heimat oder im Urlaub. Aber während des gesamten Semesters ist das natürlich halt sehr, sehr spannend dann. Gerade die beruflichen Chancen und die Karriere wird ja oftmals bei WHU-Alumni sehr hoch eingeschätzt. Wie genau kommt das zustande, beziehungsweise wie unterstützt die WHU eigentlich und was sind auch so ein bisschen eure Pläne für die Zeit nach dem Studium? Persönlich habe ich viele Beratungen und Unterstützung von dem Career Center bekommen, um mein erstes Praktikum in Deutschland zu finden und generell meine Karriere wegzuplanen. Auch für mich ist Consulting eine spannende Branche, in der ich mich engagieren und viel wachsen möchte nach dem Studium. Und ich glaube, vom Career Center hat man ja wirklich sehr, sehr viel schon an der WHU gehört. Und für mich persönlich war das so, dass ich, als ich an der WHU dann angefangen hatte im Master, eigentlich auch relativ zügig dann den Gang zum Career Center gesucht hatte. Wir hatten da mit den Kolleginnen dann gemeinsam mein CV nochmal überarbeitet. Also da wurde wirklich jeder Satz dann nochmal analysiert. Da hat man insgesamt auf die Struktur geachtet und das war für mich persönlich dann auch extrem hilfreich. Ich glaube, gleichermaßen, was auch noch für mich persönlich sehr spannend war und auch den Karriereweg dann auch deutlich beeinflusst hatte, war, dass ich gemeinsam mit dem Career Center auch so meine Interessen nochmal durchgesprochen hatte, so eine gewisse Einschätzung dann auch nochmal bekommen hatte, welche Optionen mir tatsächlich offen stehen, welche Firmen sich da gegebenenfalls auch dann auch nochmal anbieten und vor allem, wie ich mit den Firmen dann auch am besten in Kontakt komme. Also ich glaube, so ein bisschen so als Stütze im Leben war das deutlich hilfreich und gerade für Leute, die kein Vorbild hatten oder niemanden hatten, mit dem sie dann tatsächlich über diese beruflichen Wege dann sprechen können, ist so ein Career Center natürlich dann von großer Bedeutung. Für mich persönlich war das so, dass das Career Center während der gesamten Bewerbungszeit, sei es jetzt über meine Praktika oder auch für die Festanstellung, eigentlich immer involviert waren, zumindest über die Zwischenschritte dann auch immer Bescheid wussten und sich dann am Ende dann auch die Zusage für meine Festanstellung dann bekommen hatte, war das Career Center dann noch mit einer der ersten Personen, die dann tatsächlich über die Zusage Bescheid wussten. Ich denke, es ist ein gutes Netzwerk oder eine gute Ressource, die man dann nutzen kann. Aber man muss da am Ende des Tages natürlich die Arbeit selbst leisten. Also sich selber auf die Interviews vorzubereiten, selber dann wirklich in den Interviews dann auch sich gut zu präsentieren und durch die Cases beispielsweise zu kommen, ist eine Sache, die das Career Center nicht abnehmen kann, aber es kann auf dem Weg unterstützen. Das hört sich natürlich alles super an, aber so ein Studium an einer Business School ist natürlich eine echte Investition. Je nach Programm inzwischen ja über 30.000 Euro. Lohnt sich das wirklich? Und wie kann ich mir sowas als Student finanzieren? Genau, ehrlich gesagt war das Thema Kosten für mich natürlich ein großes Thema. Dadurch, dass ich ja meinen Bachelor auch an einer staatlichen Universität gemacht hatte, hatte ich mir über das Thema Universitätskosten eigentlich nie so richtig Gedanken gemacht, weil sie natürlich sehr überschaubar waren. Und so war die Entscheidung, dann an eine Business School zu gehen, mit signifikant höheren Kosten natürlich eine große Entscheidung. Ich persönlich war extrem überrascht, dass die WHU während des Bewerbungsprozesses, also auch während meiner Interviews, tatsächlich auch die Frage gestellt hatte, wie ich mir das Ganze dann finanzieren möchte und ob ich tatsächlich auch eine Lösung dafür habe. Ich hatte mir dann lange darüber Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Geld dann tatsächlich wert ist. Einfach weil ich den Master dann nur einmal in meinem Leben mache und der Meinung war,
dass das eine gute Investition war. Mein Bauchgefühl war da ehrlich gesagt am Ende dann auch einfach sehr positiv und da bin ich dann auch einfach nach meinem Bauchgefühl dann auch gegangen. Ich wusste, dass die WHU auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten hat und auch Stipendien anbietet, was natürlich eine gute Hilfe dann sein kann. Also ich glaube, für Leute, die beispielsweise BAföG beziehen, gibt es gute Möglichkeiten, da vielleicht nochmal Unterstützung dann auch auf finanzieller Seite zu bekommen. Im Rahmen von Stipendien kann man dann natürlich dann auch nochmal finanzielle Entlastung bekommen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die WHU da sehr hinterher war, dass man da auf diese finanziellen Unterstützungen dann auch Zugriff hat. Da gab es genügend Anlaufstellen, wo man sich dann entsprechend informieren konnte und auch so eine gewisse Studienberatung dann nochmal bekommen hatte. Und genau, für mich persönlich war das dann eine relativ leichte Entscheidung, dann doch zu sagen, dass ich das dann gerne investieren möchte. Sehr gut ausgesprochen, Sam. Ich bin auch voll bei dir. Für mich ist der Return on Investment auch höher als die staatliche Uni, wenn man nach dem Studium schon gute Karrierechance gewinnen hat. Für die Finanzierung habe ich bei der Bewerbung schon diese Merit Scholarship bekommen. Das entspricht 25% der gesamten Studiengebühren, wenn man gute GMAT geschrieben hat. Dafür würde ich euch auch alle ermutigen, mehr Zeit ins GMAT zu investieren. Generell setzt die Uni WHU sehr dafür ein, dass die Zulassung nicht durch finanzielle Gründe verhindert werden. Aber ihr könnt euch auch gerne mal über die anderen Videos über Stipendium bei Lettmann informieren. An dieser Stelle auch ein kleiner Einschub von mir. Ich selber habe ja auch an der WHU studiert und kann wirklich nur raten, sich einmal hinzusetzen und zu recherchieren, welche Finanzierungsmöglichkeiten es eigentlich alles gibt. Ich selbst beispielsweise habe mir meine Studiengebühren zum Teil durch meine Stipendien finanziert und zum anderen Teil durch meine Gehälter aus Praktika, Werkstudentenjobs, meiner selbstständigen Tätigkeit sowie meiner Thesis, die ich damals gemeinsam mit einem Unternehmen geschrieben habe. Schaut ansonsten natürlich auch gerne bei unserem kostenfreien Mentoring-Programm unter www.lakeborn.com/mentoring vorbei. Hier könnt ihr euch kostenfrei mit WHU-Studierenden austauschen, die euch gerne erzählen, wie sie das Studium finanziert haben. Jackie, Sam, zurück zu euch. Angenommen, ich möchte es mit einem Studium an der WHU probieren. Welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich mitbringen, beziehungsweise welche Zulassungsbeschränkungen gibt es eigentlich? Ich glaube, was so die Zugangsberechtigungen angeht zur WHU, ist es, glaube ich, relativ ähnlich wie bei allen anderen Business Schools. Also da sind gewisse Anforderungen gegeben, wie ein GMAT, sprachliches Zertifikat und so weiter. Natürlich muss der akademische Hintergrund und auch gegebenenfalls der berufliche Hintergrund im Rahmen von Praktika gegeben sein. Für mich persönlich war das so, als ich mich bei der WHU beworben hatte ich vorweg dann auch nochmal direkt angerufen und mich so ein bisschen ausgetauscht. Es gab die Möglichkeit, dass man seinen Lebenslauf da auch nochmal vorab dann nochmal zuschickt, dass da nochmal einfach über den Lebenslauf rübergeschaut wird und gewisse Zulassungsbeschränkungen dann auch nochmal geprüft werden, bevor man dann tatsächlich die offizielle Bewerbung dann einreicht. Und für mich persönlich war das extrem hilfreich, weil das so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hatte und ich dementsprechend dann auch wirklich wusste, was ich da mitbringe oder mitbringen muss. Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen Zweifel, ob mein Profil tatsächlich das Richtige ist und war dann umso überraschter, als ich dann so rausgefunden hatte, wie die WHU da tatsächlich dann noch auswählt. Also generell das Gefühl, dass man da schon aufs Gesamtbild dann schaut, dass da gewisse Mindestanforderungen gegeben sein müssen, aber dass man da vor allem dann danach entscheidet, ob jemand dann auch zum Spirit der WHU passt, ob man wirklich das Richtige dann auch mitbringt, weil viel in der WHU natürlich halt auch über die Persönlichkeit läuft und das da entsprechend dann auch gegeben sein muss. Ja, die Voraussetzungen für Bewerbung im MINT sind fast identisch wie MINT. Außerdem im Bachelor muss man dann keine hauptrelevante Studiengang haben. Internationale Erlebnisse und Praktika machen dich besonders aus, weil ausländisches Studium eine Weltoffenheit zeigt und das Praktikum oder viele Arbeitserlebnisse deine Interesse am Business zeigen kann. Und wie genau sieht dann der Bewerbungsprozess aus? Ich würde sagen, der Bewerbungsprozess an der WHU war relativ ähnlich eigentlich auch zu einem normalen Unternehmen. Also man kann da vorab ein paar Fragen stellen und so eine gewisse Einschätzung bekommen. Nachdem man dann die offizielle Bewerbung mit eingespielt hat, sind da verschiedene Schritte, die man dann nacheinander dann abläuft. In meinem Fall war das so, dass es ein Online-Assessment gab, in dem ich ein paar Brain-Teaser, ein paar Fragen so allgemein zu meinem Hintergrund dann nochmal beantwortet hatte. Und dann gab es natürlich den Recruiting-Tag, an dem ein persönliches Interview geführt wurde. Da wurde vor allem meine Motivation nochmal abgefragt, so ein paar gewisse Schwerpunkte dann auch von meinem Studienhintergrund und eben auch so ein bisschen die Fragen,
wie ich mir meine Zukunft vielleicht vorstelle. Es war eigentlich ein recht entspanntes Gespräch. Also ich hatte persönlich eher das Gefühl, dass ich da gerade irgendwie in einer sehr lockeren Atmosphäre dann noch selber Rückfragen stellen konnte. Also es war ein gegenseitiges Kennenlernen und dann kam die Zusage dann noch eigentlich sehr zeitnah und genau, ich hatte von Anfang bis Ende schon das Gefühl, dass man da sehr gut betreut wurde. Also es war ein sehr persönlicher Austausch und die E-Mails, die ich dann auch von der WHU bekommen hatte, waren tatsächlich dann noch sehr persönlich formuliert und dementsprechend hatte ich da auch ein sehr gutes Gefühl. Ja, der gesamte Prozess besteht aus 3 Phasen. Erstens musst du Online-Bewerbung ausschicken und zweitens bekommst du vielleicht das Einladung zum Kira-Interview. Das ist so online aufgezeichnete Interview, dass dir Fragen gestellt werden, zum Beispiel manchmal Brain-Teasers und auch persönliche Fragen, wie du Schwierigkeiten in der Vergangenheit überwunden hast oder wie du mit verschiedenen Leuten arbeitest, muss man dann die Geschichte erzählen. Und nach erfolgreichem Assessment bist du in der Phase 3, also persönliche Interview per Teams, aber keine großen Angst dafür. Ich glaube, deine Interviewer sind alle super nett und die wollen dich einfach näher kennenlernen. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unseres Videos. Daher unsere Lieblingsfrage an euch. Welche Tipps hättet ihr gerne eurem früheren Ich mit auf den Weg gegeben? Ich glaube, am Ende des Tages hat das schon so gepasst, wie ich es gemacht hatte. Ich glaube, wichtig ist, dass man mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht. Ich glaube, für mich persönlich waren das vor allem Gespräche mit Freunden, Kommilitonen, meinen Eltern, Arbeitskollegen auch, die mir dann eben neue Wege gezeigt hatten. Also wenn man offen für weitere Optionen im Leben ist, sei es jetzt irgendwie beruflich, akademisch oder auch natürlich persönlich, dann profitiert man natürlich von den Erfahrungen und Gesprächen, die man mit anderen Leuten führt. Und für mich persönlich war das so, ich wusste natürlich relativ wenig über die WHU. Und es waren wirklich Gespräche mit Freunden, mit Arbeitskollegen, auch natürlich mit der WHU selbst, die mir dann quasi dann so ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hatten und dann mir das dann auch als ernsthafte Option dann aufgezeigt hatten. Und ich glaube, wenn man mit diesem offenen Mindset quasi dann so ein bisschen durchs Leben geht, dann wird man da immer davon profitieren, als wenn man da quasi dann sich immer nur auf seinen geraden Weg dann quasi konzentriert. Was ich euch gerne auf den Weg geben möchte, träumt groß, so groß wie möglich und nehmt eure Zukunft selbst in die Hand. Ich glaube, die ganze Welt wird euch helfen, wenn ihr euch traut. Ja, das ist doch ein super Schlussstatement. Jackie, Sam, vielen Dank euch für die Zeit und die super coolen Einblicke. Vielen Dank, Michael, für das Interview. Dann bis nächstes Mal. Ja, vielen Dank, Michael. War eine Freude auf jeden Fall, heute hier zu sein und ich hoffe, dass wir da jetzt einiges mit auf den Weg geben konnten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall sehr gerne auf der Homepage der WHU vorbei. Hier findet ihr noch ganz viele weitere Informationen rund um das Masterstudium an der WHU. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.